In diesem Laden gibt es alles, was man so braucht. Käse, Gewürzgurken, Tafelsalz. Nur den Laden, den gibt's nicht mehr. Vor allem in kleinen Städten und auf Dörfern hat das Lädchen um die Ecke längst dicht gemacht. Und wer dann kein Auto hat, ist aufgeschmissen, denn auf Bus und Bahn zu warten, verdirbt einen manchmal mehr als den Appetit. Aber manches Gute kommt ja tatsächlich doch von oben. Tom Garus war mittendrin in Triplatz in Brandenburg, wo Käse und Gewürzgurken jetzt per Luftpost die Menschen erreichen können. Dass Berliner fliegen können, hätten die Dorfbewohner von Triplatz bis vor kurzem auch nicht geglaubt. Doch jetzt kommen testweise die, wie sie hier nennen, Pfannkuchen auf dem Luftweg. Per Drohne aus dem rund 10 Kilometer entfernten Wusterhausen-Dosse. Vanessa Japs ist eine der Anwohnerinnen, die mitmachen bei einem Modellprojekt. Wie könnten abgelegene Dörfer per Luft besser angebunden werden? Wie läuft Ihre erste Lieferung? Lief gut, würde ich sagen. Mal gucken, ob noch alles frisch ist. Die Berliner, die duften auf jeden Fall lecker. Die können wir gleich essen. Marlies, unsere Bestellung ist da. Sehr schön, sehr schön. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir hier noch was kaputt machen. Das Ehepaar Peach wohnt hier schon sein ganzes Leben lang und findet die Idee nützlich. Gerade im Winterzeit und so, bei Glatteis oder sowas, warum soll man denn fahren? Oder für ältere Leute ist es doch nicht so einfach. Durch den 80-Seelen-Ort Triplatz verläuft eine einzige Straße. Und die führt ins Dorf und endet im Dorf. Sackgasse. Bäcker, Fleischer, Apotheke gibt's hier alles nicht mehr. Also jetzt Prinzip Luftbrücke? Vor einer Stunde hat Vanessa Japs ihre Lieferungen per Internet bestellt. Das alles landet auf dem Tablet von Malte Hoffmann in Wusterhausen. Wie bei einem Lieferdienst sammelt er die Produkte für Vanessa Japs ein. Ich würde gerne die 2 Pfannkuchen und das Roggenschrotbrot. Und das im Moment noch ohne Lieferkosten, eben weil es ein Testprojekt ist. Bis Februar läuft das noch und danach dürfte es auch nicht zu teuer werden, vermutet Diana Walter. Kommt ja auch immer darauf an, die Leute haben ja nicht so viel Geld. Und gerade die auf dem Land, also ich sag mal vielleicht 1, 2 Euro vielleicht, würde ich jetzt sagen, maximal. Rund 500.000 Euro hat das Projekt schon gekostet. Fast komplett vom Bundeslandwirtschaftsministerium bezahlt. Mit dem Ziel, die Menschen auf dem Land besser zu versorgen, ihnen das Leben einfacher zu machen. Wir treffen Monika Rosenfeld und ihre 90-jährige Mutter. 7 Kilometer sind sie für den Wocheneinkauf nach Wusterhausen gefahren. Für die alten Leute ist es schwer bei uns. Wir müssen sehen, dass wir, wenn ich nicht meine Tochter hätte, würde ich gar nicht wissen, wo ich was zu essen herbekomme. Mit den Lieferdrohnen will Bürgermeister Philipp Schulz Pionierarbeit leisten. Ich habe gehört, das hat Technikproblem. Genau, so. Da ist noch eine gewisse Feinjustierung der Technik erforderlich. Einige sind aber auch skeptisch. Ich denke, das geht vielen alten Leuten so, dass die damit überhaupt nicht umgehen können. Sinnvoller wäre es, wenn es einen kleinen Bus gibt, der 3-mal in der Woche vorbeikommt, wo man einsteigt, wo die Leute quatschen. Die Drohne, tut mir leid, ist für mich Verschwendung von Steuergeld. Zurück zu Vanessa Japs Pfannkuchenlieferung. Bislang können die Drohnen bis zu 3,5 Kilo transportieren. Je nach Drohne seien aber auch bis zu 10 Kilo drin, sagt Robin Kellermann. Er hat sich das Projekt ausgedacht. Nachdem wir sozusagen auf der Oberfläche schon sehr lange aktiv sind, dann seit über 100 Jahren noch unten drunter mit U-Bahn und so weiter, ist jetzt der untere Luftraum. Ja, sozusagen auch ein neuer nutzbarer Raum, nicht nur für die Vogelwelt, sondern eben eventuell auch für Transportzwecke. Er kann es sich vorstellen, dass die Drohnen, 4 an der Zahl, hier wie im Taubenschlag starten und landen, um bis zu 300 Menschen in den umliegenden Dörfern zu beliefern. Doch noch ist das alles sehr aufwendig, denn obwohl die Drohne autonom fliegt, muss ein Drohnenpilot den Flug überwachen und bei Gefahr eingreifen. Vanessa Japs und die Peach jedenfalls sind guter Dinge, dass das was wird mit dem Drohnenprojekt. Also unsere Gesellschaft geht immer weiter dahin, dass es digitaler wird und dass es einfacher wird. Ich rechne damit, dass sich das umsetzt hier bei uns. Und wenn nicht? Dann haben wir da einen Betonklotz auf dem Sportplatz, der nicht so schön ist. Den müssen wir dann mit Blumen umpflanzen oder so. Sie nehmen es mit Humor, denn ob es nach Februar weitergeht, ist noch völlig offen. So, und